Hallihallo zu unserem Game Lookout. In diesem Video zeigen wir euch die heiß erwarteten Spiele, die im März veröffentlicht werden. Wir hoffen, euch gefällt diese kleine Übersicht. Bereit? Let's go! The Han Empire faces its final days. In these dark times, Elixir once again threatens to become the catalyst that awakens the dragons lying dormant across our land. Team Ninja versucht sich ja schon seit längerem am beliebten Souls-like-Genre mit den Spielen Nioh 1, Nioh 2 und jetzt auch Wo Long. Doch anders als seine Vorgänger wird es sich nicht an die gewöhnliche Formel der Souls-Reihe halten, sondern einen etwas spezielleren Weg einschlagen. Wo Long spielt in China zur Zeit der späten Han-Dynastie, welches von Krieg und Dämonen überrannt wird. Diese Dämonen sollen jedoch nicht die einzige Bedrohung für unseren Helden sein. Auch eine chaotische Intrige entwickelt sich im Laufe der Geschichte und zieht unseren Charakter in immer bedrohlichere Umstände. Das neuartige Gameplay, mit dem man springen und klettern kann, soll die SpielerInnen mehr zum Erforschen einladen. Der Kampf ist auch eine ganz neue Erfahrung, wie zum Beispiel die fehlende Ausdauerleiste, die man bis dahin nur aus Sekiro kannte. Das soll den akrobatischen Kampf mehr in den Vordergrund rücken. Beim Gameplay ist es nicht wie bei anderen Souls-like nötig, auf den richtigen Moment zu warten, sondern man fokussiert sich auf Schnelligkeit und Agilität. Show me your work, Tonatress. Ihr übernehmt die Rolle des Detektivs Do, der die Geheimnisse hinter der Invasion von Mato durch übernatürliche Kreaturen aufdecken möchte. Mato ist eine riesige Metropole, welche die postapokalyptische Welt des Spiels mit futuristischer Architektur verbindet. Als Detektiv im Ruhestand wird man von der ominösen Lady Nightshade für einen Auftrag wieder in den Beruf zurückgeholt. Das Spiel lässt einen im Tutorial noch im Unklaren, worum es sich dabei genau handelt. Die Story wird durch vertonte und mit kleinen Animationen ausgestatteten Comicbildern, Ingame-Sequenzen und an Visual Novel erinnernde Textboxen vorangetrieben. Wenig immersiv und etwas lieblos wirken die Textbox-Tutorials, die man anfänglich durchklicken muss. Inhaltlich erfüllen sie allerdings ihren Zweck. Der neue WWE-Teil wurde für Mitte März angekündigt, was sicherlich viele Wrestling-Fans freuen wird. Dieses Jahr liegt John Cena im Fokus. Anders wie bei Rey Mysterio zuvor, dessen größte Siege im Fokus lagen, konzentriert sich der Story-Modus dieses Mal auf die grandiosen Niederlagen John Cenas. Diese werden mal humorvoll, mal einsichtig von ihm kommentiert, während wir die Kontrolle über den jeweiligen Gegner im Match übernehmen dürfen. Es gibt auch einen neuen Spielmodus namens Wargames. Bei Wargames treten 3 Teams je 2 KämpferInnen gegeneinander an, was zu einer Vielzahl an möglichen Strategien führt, auf die man Acht geben muss. Das Ganze wird auf 2 Ringe aufgeteilt und ist von einem großen Käfig umgeben, der übrigens auch erklommen und als Ausgangspunkt für einen vernichtenden Angriff von oben genutzt werden kann. Die Wrestler und Wrestlerinnen starten allerdings nicht alle gleichzeitig ins Match, sondern werden nach und nach reingerufen. Dabei können sie auch nach Waffen oder anderen Hilfsmitteln greifen, um die Situation zu ihren Gunsten zu wenden. Das Team, das den ersten Pinfall oder die erste Submission schafft, gewinnt das Match. Remnant ist zwar kein neues Spiel, es erhält jedoch endlich seine Switch-Version. Das Spiel fokussiert sich vor allem auf den Kampf mit Schusswaffen und nicht nur auf die altbekannten Waffen wie Schwert und Schild. Als gestrandeter Held ist es unsere Aufgabe, die sogenannte Saat aufzuhalten, welche die Welt verschlingt. Dabei reist man durch viele Welten und kämpft gegen mächtige Gottheiten.
Sicherlich wird Remnant auch auf dem Handheld einen riesigen Spaß machen. 3 Jahre nach Release erhalten wir endlich eine Version für die Switch. Und das, obwohl 2023 schon der zweite Teil angekündigt wurde. Wir sind gespannt, ob wir diesen noch vor 2026 für die Switch erhalten werden oder er doch noch länger auf sich warten lässt. In Have a Nice Death spielt man den Tod, der kurz vor einem Burnout steht. Es sterben immer mehr Leute und das Jenseits hat langsam keinen Platz mehr. Da kommt ihr ins Spiel. Als Tod ist es eure Aufgabe, die Unterwelt von unerwünschten Seelen zu befreien. Das Indie Jump-and-Run erinnert mit seinen ansprechenden Zeichnungen und dem smoothen Gameplay an beliebte Titel wie Hollow Knight. Das abwechslungsreiche Gegnerdesign und die gute Ausarbeitung der verschiedenen Level macht es zu einem klasse Spiel, welches damit ein genialer Zeitvertreib für unterwegs auf der Switch sein kann. Shall overflow with these grains. What's happening to me? Now, abandon your body. Leave the girl. She's lost no matter what. Now that he has chosen death. Oh, you gotta be kidding me. Nach Dead Space im vergangenen Monat kehrt mit Resident Evil 4 in wenigen Wochen ein weiteres Schwergewicht des Survival-Horror-Genres auf die aktuellen Systeme zurück. Nachdem die Remakes der vorherigen 3 Teile ein riesiger Erfolg waren, hat das Remake des 4. Teils nicht lange auf sich warten lassen. Nach viel Kritik an der Steuerung und dem Kampfsystem haben sich die EntwicklerInnen dazu entschieden, diese anzupassen, wie aus einem Interview mit dem Co-Direktor hervorgeht. Ziemlich wichtig, wenn man bedenkt, dass der 4. Teil der Resident Evil-Reihe viel mehr in das Action-Gameplay einsteigt, wie noch seine Vorgänger. Obwohl sich das Spiel stark zu seinen Vorgängern unterschied, hat das Original nicht ohne Grund einen hoch angesehenen Status in der Community. Wir sind gespannt, wie die spektakulären Level und Setpieces des Originals im Remake umgesetzt sein werden. Keine Frage wird dieses Spiel ein Muss für jeden Resident Evil-Fan sein und auch Horror- und Action-Fans können sich interessiert zeigen. Weißt du überhaupt, was dein Leben bedeutet? Hör auf mit dem Scheiß. Wovor hast du solche Angst? Eine der wohl meist gehyptesten Spielereien ist ohne Frage The Last of Us. Dieser Hype ist wohl auch der neuen Serie geschuldet, die bereits seit 2013 beliebte Geschichte um Joel und Ellie in einer anderen Art der Unterhaltung wiedergibt. Das Remake des Originalspiels war bisher jedoch nur auf PlayStation 5 verfügbar. PC-SpielerInnen müssen aber nicht mehr lange warten, diese legendäre Story anzuspielen. Dieser PC-Port des Remakes erscheint nämlich für Ende März und ist dann endlich auch auf dem PC und Laptop spielbar. Terranil ist ein Reverse-City-Builder zum Wiederaufbau von Ökosystemen. In diesem Spiel verwandelt man ein karges Ödland in ein ökologisches Paradies mit einer vielfältigen Flora und Fauna. Kaputte Landschaften reparieren und nachhaltig mit Luft und Wasser versorgen, damit es blüht und gedeiht. Das ist das primäre Ziel des Spiels. Terranil untergräbt das Bildergenre und handelt von der Wiederherstellung einer verwüsteten Umgebung. Diesen März kommen nicht so viele interessante Spiele raus, aber einige, die rauskommen, haben es in sich. Unser Favorit ist ganz klar das Resident Evil 4 Remake. Auf welches Spiel freut ihr euch am meisten? Schreibt es in die Kommentare. Sollte euch gefallen haben, was wir hier machen, lasst ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.